Ich habe das Gefühl, dass keiner mir eine Chance geben möchte. Trainieren, trainieren, trainieren. Heute, wir machen Vincenzo-Training. Was ich will, ich weiß ganz genau, dass du und deine Jungs alleine verprügelt habt. Ich habe ein Auge auf dich, Ali. Komm, jederzeit, Alter. Jetzt haben wir aber Angst. Du weißt, warum du Champion geworden bist, richtig? Weil ich dich besiegt habe. Keiner nimmt dich ernst. Weil wenn du in einem Rückkampf würdest du sofort wieder den Titel verlieren. Du denkst wirklich, hier dreht sich alles nur um dich, oder was? Das ist eine Sache zwischen mir und ihm. Das werden wir noch sehen. Das werden wir sehen. Guten Morgen, Sir. Morgen. Ich habe einen Kaffee für Sie vorbereitet, so wie Sie mögen, schwarz. Danke. Sag mal, wie läuft es so? Ich habe über 50 Kartenvarianten für die nächsten Wochen vorbereitet. Sehr gut. Sag mal, kannst du so da ein Match für mich und diese Spieler von Vincenzo machen? Wir müssen die Tag-Team-Teile verteidigen. Ein krasses Match? Ein einfaches Match, okay? Ganz normales Match. Also ein spektakuläres Match. Ein ganz normales Tag-Team-Match, okay? Nicht mehr, nicht weniger, okay? Sag mal, wo wir von diesen Spielern reden, wo steckt in letzter Zeit? Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Also Vincenzo, zeig dir jetzt mal, wie du aus die Hammerlock rauskommst, ja? Moment mal, ich glaube, du machst da was falsch. Lass mal los, es ist besser, wenn du... Lass doch mal los, Jesse. Vincenzo, zeig dir mal, wie man die macht, ja? Also, du nimmst dir die so in die Hammerlock und dann... Ich hab doch Ja, das Lektion gelernt. Du bist ja echt klug ja schon. Das ist ja gut. Klopf, klopf. Ali, oh, bist du mit deiner Hundegasse oder wie? 1, 2, 3, 4. Sag mal, Kohlen. Du machst doch mal einen auf stark, hart, und noch mutig. Jetzt zeig mal, wie viel Mut du hast und gib Jem am 7. Oktober ein Match. Cem schon wieder? Ali, der hat doch schon verloren gegen mich. Du hast etwas, was mir gehört und ich will es zurück. Ich weiß, den Four Nations Cup. Ich kann jederzeit jeden Gürtel einfordern. Er hat's verloren, ich hab's gewonnen, bei mir bleibt's auch. Doch nicht so mutig, hä? Ali, ich bin nicht so dämlich, wie du denkst. Du bist aber auch nicht so klug, wie du denkst. Kommt, Jungs. Kann ich helfen? Ja, ich habe eine Frage. Schieß los. Warum habe ich eigentlich kein Match bei Three Count? Oh, du schon wieder, hä? Du möchtest am liebsten die krassesten Kämpfe gleich sofort bekommen, willst Burning Champion werden, Heavyweight Champion und im Alleingang Tag Team Champion, nicht wahr? Three Count ist unser Aushängeschild. Ist die Champions League sogar. Jeder will doch dabei sein. Gut gesagt. Weißt du was? Ich schau mal, was ich machen kann, okay? Na, Tarkan? Weißt du, womit du noch richtig Probleme haben wirst in deiner GWF? Mit deinen Rookies. Wer interessiert die Rookies? Die sollen erstmal die Schnauze halten und glücklich sein, dass sie sich hier präsentieren können. Ich rede nicht von Glück, ich rede von Respekt. Und das besitzen sie nicht. Das kommt von ganz allein. Selbst wenn die einen Fehler machen, haut man sie auf die Finger. Selbst Affen lernen so. Interessanter Vergleich, aber mal ganz unter uns. Ich sehe das Problem ein bisschen anders. Pass auf, ich sehe das Problem ganz einfach. Deine Superstars bekommen keinen Respekt von deinem Office. Was sollen dann die Rookies davon lernen? Keine Ahnung. Warum reißt du eigentlich sagen?
Muss man eigentlich gar nicht, nur wenn du Lust hast. Aber guck trotzdem hin, okay? Egal, war mal wieder super mit dir zu reden. Kein Problem. Sag mal, hast du Lucky irgendwo gesehen? Keine Ahnung. Ciao. Also Jungs. Der Arm ist die einzige Sicherheit, die ihr habt beim Seillaufen. Wenn dieses Seil reißt, ja, ihr nach hinten raus, wenn ihr den Arm nicht da habt und brecht euch das Genick. Das wollt ihr nicht. Was mit der Ringecke? Gut, dass du fragst. Bei der Ringecke brauchen wir beide Arme, ja? Flachen Rücken, ja, das ist ganz wichtig, weil auch Alle hier Backstage, der Eintritt beginnt. Ihr habt die Ehre und den Stolz eines Kämpfers. Für euch gibt's nur Sieg, kein Zurück oder Schlenkern. Respekt braucht viel Schweiß, kostet Mut und viel Zeit. Es fängt erst langsam an, doch es kann schnell vorbei. Hast du wirklich, was der Sieg braucht? Achte auch im Siegrausch darauf, was du machst, sonst ist es mit dem Spiel aus. Hörst du erst die Dream Count, ist es mit deinem Dream aus. Pack deine Sachen, jetzt du fliegst raus. Du wartest jetzt, die du stehst vor dem großen Event. Hast dein Leben lang trainiert für diesen einen Moment. Willst dein Bestes geben, weil du nie die Leidenschaft schaffen. Nur mit Herzblut und Schweiß, wer den Titel erkämpft, Titel erkämpft. Hier ist die German Wrestling Federation, hier ist Huxleys Hexenkessel und dies ist 3 Count, die Wrestling-Serie. Der nächste Kampf ist angesetzt auf einen Fall. Auf dem Weg zum Ring. Liebe Fans, wir sind zurück bei 3 Count, eurer Wrestling-Serie, präsentiert von der German Wrestling Federation. Ich heiße euch herzlich willkommen vom Kommentatorenpult. Mein Name ist Jonathan und an meiner Seite mein Kollege, der TJ. Auf dem Weg zum Ring. Er ist in Begleitung vom Original Flying Dragon Ali Aslan und Group Anarchie mit einem Gewicht von 95 Kilogramm aus Istanbul in der Türkei, the Sultan of Wrestling, Jim Kaplan. Das ist der Sultan des Wrestling, Jim Kaplan. Ich bin der King of Hardcore, der härteste und Ali Aslan. Und ich bin der Boss der Gruppe Anarchie. Wir kommen aus der Türkei, Ankara. Er hat den 4 Nations Cup gewonnen und war GWF Tag Team Champion. Ich stecke uns in ein Klischee, aber wir haben Ziele. Wir werden alle Gürtel der Liga erobern. Wir werden jeden Gegner, der uns dumm kommt, zerstören. Und sein Gegner. Auf dem Weg zum Ring mit einem Gewicht von 75 Kilogramm aus Paris in Frankreich, the French Sensation, César Volto. Diesen Mann haben wir gesehen im Battlefield-Match. César Volto war einer der 30 Akteure, die ihr euch nochmal anschauen könnt in Action auf wearegwf.com. Er ist die französische Sensation, internationale Spitzenklasse. Die hat er schon zu 3 Count gebracht. Und ich freue mich auch hier wieder auf sein Match, das er jetzt haben wird, sein Gegner Jim Kaplan. Das ist eine interessante Paarung, DJ. Absolut, aber was waren das für Szenen, die wir hier in Berlin gesehen haben, in Huxleys neuer Welt, bei der Großveranstaltung der GWF, bei Battlefield?
du hast es gerade schon gesagt, wenn ihr, liebe Fans, das Ganze verpasst habt, das große Battlefield-Match, bei dem nur ein Mann oben stehen konnte, dann geht auf wearegwf.com und schaut euch dieses Event nochmal im Nachhinein an, denn es lohnt sich. Groß, Jonathan, das ist ja noch eine Untertreibung. Dieses Battlefield-Match war einfach riesig. 30 Wrestler haben wir dort im Ring gesehen und du hast es schon gesagt, nur einer konnte am Ende siegreich sein und sich eine Chance sichern, in Zukunft anzutreten auf den GWF World Title. Raus! 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 Senza Volto, ein Mann des Respekts. Respekt, genau das Gegenteil bekommt er hier von Ali, der ihm ins Gesicht spuckt, verhöhnende, hässliche Gesten. Aber das kennt man von dem ehemaligen Flying Dragon, der ja selbst jahrzehntelang im Ring stand, nicht anders. Als du, lieber DJ, du hast ja auch eine 10-jährige Ringkarriere hinter dir, deswegen natürlich auch einiges an Erfahrung und du hast auch gegen diesen Mann, gegen Ali Aslan, gekämpft. Ja, absolut, das habe ich gemacht und das ist ein so rücksichtsloser Wrestler, dem damals, als er noch aktiv war, seine eigene Gesundheit vollkommen egal war. Und ja, fast schon das Traurige, das Tragische, die Gesundheit und das geistige Wohl der Leute, die er um sich herum schart, so wie Cem Kaplan, ist ihm total egal. Diesen Mann, Ali, möchte ich nicht als Trainer haben, aber hier, so ein Roll-Up, da möchte ich mich auch nicht wiederfinden, das hätte es schon sein können. Da geht es immer ganz, ganz schnell. Bei Senza Volto muss man auch mit den Worten schnell sein. Wieder bei 2 gewesen. Die französische Sensation, The French Sensation. Hier geht's ab in Berlin. Es geht in die Seile. Die Einroller, die sind es hier immer fast, DJ. Die bringen Senza Volto schon am Anfang fast zum Sieg. Ja, und die bringen auch Ali außerhalb des Ringes ziemlich in Rage. Da haben wir ihn auf dem Apron gesehen, wie er sich nach den Rechten erkundigt hat. Und darüber müssen wir doch auch hier sprechen. So viele Leute, die ganze Gang, die ganze Crew von Ali außerhalb des Ringes versammelt. Was bedeutet das für einen Mann wie Senza Volto, der doch so viel darauf legt, die Action auch mal aus dem Ring hinaus zu verlagern, um dort spektakuläre High-Flying-Moves zeigen zu können? Das ist natürlich eine riesen Ablenkung für ihn und er muss hier wirklich Augen auch im Hintergrund. Oh, Roll-Up schon wieder, unfassbar schön eingesprungen. Also wenn er hier nicht aufpasst, was um ihn herum abgeht, dann kann es ganz, ganz schnell zu einem Eingriff kommen, den vielleicht auch der Ringrichter nicht sieht. Eine sehr unvorteilhafte Situation für Senza Volto, der jetzt trotzdem auf das oberste Seil klettert. Soll das die Shooting Star Press werden? Jetzt schon? Nein. Und Cem Kaplan, der hat sich aus dem Ring gerollt oder ich weiß nicht, ob er da von seinen... sich rollen lassen. Ja, er hat sich vielleicht rollen lassen, man weiß es nicht. Man ist sich nicht so sicher. Ja, und genau davon haben wir gesprochen. Diese Überzahl, der sich Senza Volto dort gegenüberstehen sieht. Was soll er denn da machen? Das kann auch nicht sein. Also der Referee, der sollte da einschreiten. Todesmutig! Und da zeigt er seinen Parcours-Background. Unfassbar, das ist ja eine dieser Sportarten. Freestyle-Running, was in Frankreich so spektakulär ist und so geboren wurde überhaupt. Eine Sportart, in der Senza Volto natürlich auch geschult ist. Wirklich Parcours-Skills, die er da beweist auf dem Apron. Aber hilft ihm jetzt gar nichts, denn er findet sich wieder auf dem harten Ringboden. Ja, so schnell kann es gehen und Cem Kaplan ist zurück. Und das sind Offensivaktionen, die sitzen natürlich das Cover jetzt von Cem Kaplan, aber er bringt das Ganze noch nicht durch. Das kann doch nicht sein! Genau, da ist nämlich das Chaos außerhalb des Ringes, genau da. Und das kann es schon gewesen sein. Ach komm schon. Nein, Senza Volto kommt noch mal raus. Aber das sind diese Eingriffe, die ich gerade noch erwähnt habe. Das darf eigentlich nicht sein, da muss der Ringrichter einschreiten. Die müssen alle vom Ring verbannt sein. Das ist einfach nicht fair, TJ.
Absolut schwierige Situation für Senza Volto, der jetzt sich hier diesen Spinebuster einfängt, nochmal auskicken kann. Wir müssen ja auch wirklich... Oh, schon wieder Ali mit dem Eingriff. Senza Volto, was für ein Athlet, aber der hat auch, glaube ich, Regenerationskräfte wie sonst kaum einer in der GWF. Und das brauchst du natürlich auch als Highflyer. Und hier schon wieder! So kenne ich ihn noch von früher. Dem ist alles egal. Die Regeln, die sind dafür da, um gebeugt zu werden. Beziehungsweise gebrochen zu werden. Schick den raus, das kann nicht sein. Das ist eine riesen Frechheit, die hier abgeliefert wird. Ja, und hey, wir haben hier Senza Volto, einen Mann, der aktuell das High-Flying Wrestling in Europa revolutioniert. Aber jemanden, der das High-Flying in Europa erfunden hat, das ist eben dieser Ali. Im Anzug jetzt außerhalb des Rings, aber damals als Flying Dragon hat er sich seinen Spitznamen wirklich verdient. Ich erinnere mich dran, wie er auf mich runtergeflogen ist, von einem Balkon aus 4,5 Metern Höhe. Und jetzt geht's für den Schützling von Ali mal in die Seile. Will das Ganze auskontern, aber die Clothesline kommt. Und noch eine hinterher, da dreht er jetzt mal ordentlich auf. Senza Volto bringt wieder Tempo zurück ins Match. Genau das muss er machen gegen den körperlich überlegenen Mann. Ja, trickst ihn aus mit diesem Dropdown und dem Rolling Clothesline. Sehr, sehr schön. Und das ist diese Schnelligkeit. Ein Champ Kaplan, der hat ja schon diese Agilität auf jeden Fall auch dabei und der zeigt auch schnelle Aktionen, aber das ist nichts gegen Senza Volto. Wow. Und er tastet sich jetzt hier langsam zu einer großen Aktion in die Fans schreien 619, aber nein, da die Überlegenheit von Alis Lager. Ziehen ihn hier raus, aber nein! Oh mein Gott, Jonathan, was für eine Aktion, was für eine Akrobatik! Mit dem einen Fuß gesprungen auf das mittlere Ringseil. Im Ring, auf der Innenseite und trotzdem über das oberste Ringseil nach draußen gesprungen. Da kannst du dich so leicht, so schwer dabei verletzen. Da geht es um Millimeterarbeit. Und ja, Millimeterarbeit heißt auch bei der Shooting Star Press. Setzt Senza Volto jetzt dazu an. Das ist sein Finisher. Das wär's. Das wäre es wäre die Möglichkeit. Aber nein, und da kommt wieder ein Eingriff und das darf doch nicht wahr sein. Champ Kaplan. Und jetzt ist es soweit. Döner-Kebab! Und das Cover. Es ist so dreckig, aber das war's. Und hier ist der Sieger. The Sultan of Wrestling, Champ Kaplan. Das darf nicht sein, TJ. Ja, diese Art und Weise, sich den Sieg einzuheimsen, war genauso dreckig wie die Küche in einer widerlichen, ungepflegten Dönerbude. Und ja, bevor es dann am Ende schließlich das Döner-Kebab gab, den Finisher von Champ Kaplan, konnte Senza Volto sich doch eigentlich echt gut schlagen in Anbetracht der Tatsache, dass da fünf Leute außerhalb des Rings standen. 4 davon hat er mit diesem unfassbaren Move umgemäht. Ja, aber letztendlich doch zu groß die Wiederzahl. Da lädt er ihn auf fürs Döner-Kebab. Der Gutbuster auf die Knie. Und da kannst du erstmal nicht atmen. Läufst vielleicht mit gebrochenen Rippen oder angebrochenen Rippen zumindest wieder Backstage. Das ist natürlich der Vorteil, den man mit so vielen Leuten im Rücken hat. Und hier sehen wir nochmal das gesamte Team. Unfair. Alcaros! Hey! It's Icarus. Of course, yes, Icarus. The next, no, not really, because did you already recognize that you never ever will be a real world champion? You came from nothing. You're a nobody. And someone who came from nothing will always go back to nothing. Anything else? Yes, yes. Did you recognize why you won the Battlefield match? I can tell you. The reason is nobody cares about you. You know what? From this point, everybody here has to aware of me. And you know why?
Because if someone comes out of nowhere, that's why he became somebody. Yes, of course. Mit einem Gesamtgewicht von 180 Kilogramm, Abdul Kenan, Aytaç Bahar, Group Anarchie. Mein Name ist Aytaç Bahar. Und ich bin Abdul Kenan. Wir sind Teil der mächtigsten Gruppierung der GWF. Wir sind Teil der Anarchie. Ich stamme aus der Türkei, aus dem wunderschönen Ort Adana. Und ich bin gebürtiger Kurde aus dem Irak. Unser größter Erfolg ist es, den besten Manager der GWF zu haben. Ali Aslan. Unser Ziel ist es in der GWF, unseren Manager Ali Aslan stolz zu machen und die Tag-Team-Titel zu gewinnen. Und ihre Gegner, die German Wrestling Federation Tag Team Champions. Und dieser Mann ist quasi unser Chef, er ist unser Präsident, El Presidente Rambo. Herzlich willkommen in dieser Arena. Wir schauen, was er zu sagen hat. Ich bin der German Wrestling Federation Presidente Rambo. El Presidente kommt aus der GWF-Präsidium für euch alle. Also natürlich, euer Präsident wurde 3-mal GWF Tag Team Champion, 2-mal GWF Berlin Champion und ihr alle, mein Volk, habt mich gewählt als eure Präsidente. Und du warst Loserweight Champion. Also ich habe natürlich, El Presidente Rambo möchte in die Geschichte gehen als der beste German Wrestling Federation Präsidente. Und natürlich ein Titel fehlt mir. Und das ist der GWF World Champion zu sein. Und natürlich möchte ich auch Bundeskanzler aus Deutschland zu sein. Aus Santo Domingo in der Dominikanischen Republik, El Presidente Rambo. Ja, er ist El Presidente. Er ist der Anführer seiner Gruppierung Los Libertadores de la Lucha Libre. Du hast es hinbekommen. Wow. Super. Und er ist natürlich auch amtierender GWF Tag Team Champion. Er zeigt es hier an. Und sein Tag Team Partner. Ja, und da ist der Mann, mit dem er zusammen nicht nur ein Tag Team bildet, sondern das Champion Gold hält. Das hätte ich mir ja früher, vor einem halben Jahr noch, niemals vorstellen können, dass Vincenzo tatsächlich einmal richtiges Gold hält. Leute, schlechte Nachrichten. Schlechte Nachrichten? Oh nein. Keiner weiß, wo Vincenzo ist. Bei dir! Aber, dass ich der Präsident von euch alle bin, werde ich den Tag Team Titles heute verteidigen. Komplett allein. Gegen diese zwei kleinen Chihuahuas von dir. Interessant. Interessant. Rambo will seinen Titel, beziehungsweise seine Titel, wie auch immer, allein verteidigen. Ja, das ist natürlich sehr mutig, aber ist das auch wirklich klug, gegen Alis Männer alleine anzutreten?
Ich kann es dir nicht sagen, wir werden sehen. Ich meine, El Presidente wird hier nicht ohne Plan reingegangen sein. Ja, also El Presidente, unser Chef, der hat ja immer einen Plan. So ist ja nicht, ne? Ja, schau's dir an, so sieht nämlich der Plan aus. Das Match geht los, die Clotheslines sitzen, der Body Slam kommt und das sieht gar nicht verkehrt aus für Rambo gerade. Ja, wie ein wahrer Ringveteran spielt er sie da gegeneinander aus und clever flüchtet aus dem Ring, bevor ihm die zahlenmäßige Überlegenheit zum Verhängnis wird. Aber Mikrofon an, genauso. Ich glaube, die Leute wollen einen fairen Kampf. Referee, keiner will Ali sehen. So schickt Ali und seine Chihuahua raus aus die Halle. Ja, die kleinen Hündchen sollen hier der Halle verbannt werden. Ja, ein Machtwort. Macht doch jetzt mal. Der Präsident hat gesagt, los, raus mit denen. Endlich, wurde ja auch Zeit. Wenn wir schon beim Kampf von Senza Volto gewünscht, jetzt ist es endlich durchgesetzt. Ja, ich finde, das war sehr, sehr gut von unserem Präsidenten gelöst. Wahrlich Führungskräfte, die er da beweist. Ich bin stolz, Jonathan, für so einen Mann arbeiten zu dürfen. Ja, Rambo hat hier den Right Call rausgehauen. Das kann man kaum bezweifeln, aber das schmeckt natürlich dieser Gruppierung, die wir hier gerade schon gesehen haben, überhaupt nicht. Cem Kaplan, Ali Aslan und Co., die dürfen jetzt gepflegt verschwinden und das Match hier, das geht trotzdem weiter. Und jetzt kann sich natürlich der Plan von unserem Präsidenten von Rambo wahrscheinlich noch viel besser entfalten. Aber es bleibt natürlich ein Handicap-Match. Es bleibt natürlich die Unterzahl für Rambo. Mal sehen, wie er damit umgehen wird. Ja, die Unterzahl, denn Vincenzo ist weit und breit nicht zu finden. Jonathan, was ist da los? Wo versteckt sich Vincenzo? Ist er jetzt zu feige, die Titel zu verteidigen oder was? Ich weiß nicht, wir haben ihn ja mit Martin in den letzten Wochen gesehen. Vielleicht hat Martin da was ausgeheckt. Ich kann es dir aber nicht sagen, keine Ahnung. Ja, was soll er denn ausgeheckt haben? Soll er ihn in der YouTube-Matrix gefangen halten oder was? Man weiß es nicht. YouTube ist immer ganz, ganz komplex, was das angeht. Ja, aber da kann man sich ja für Stunden verlieren, aber da verliert man doch keinen Mann. Ich hoffe es. Männchen. Ja, ich denke schon, Vincenzo geht als Mann durch. Wenn nicht, dann doch als Männchen. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass wir unseren Mann/Männchen auf jeden Fall hier nochmal wiedersehen, während Rambo, sein Tag-Team-Partner, hier fast das Cover durch den Präsident braucht keinen Partner. I am the Tag Team Champions. Und die Fans, die stehen tatsächlich hinter ihm. Und das ist ja was man auch nicht so kennt, dass Rambo hier wirklich auch bejubelt wird. Das hatten wir auch sehr, sehr lange Zeit ganz, ganz anders. Aber der Präsident, er sympathisiert mit den Zuschauern. Und das ist natürlich auch auf die Unterzahl hier zurückzuführen. Denn er besteht, obwohl es 2 gegen 1 heißt. Und das imponiert natürlich vielen Leuten, die hier im Huxleys auch in den Zuschauerreihen sitzen. El Presidente Rambo, er ist ein wahrer Anführer und er ist sich nicht zu schade, sich im Gefecht auch an vorderster Front die Hände schmutzig zu machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die harten Chops, die sitzen natürlich Rambo auch so ein bisschen bekannt für seinen Chop. Guck dir das an, er geht nach unten durch den Einroller. Ach, schlechte Ringübersicht und Rambo, der nutzt das eiskalt aus, wie ein Panzer, der über einen Grashalm drüber rollt. Das ist ein passender Vergleich und hier sieht es jetzt fast so aus, als würde das ein Match sein, das komplett auf der Seite von Rambo geführt wird. Er ist hier so dominant, eine Backpfeife nach der anderen, TJ. Da fällt der Backpfeifenbaum fällt um. Der Backpfeifenbaum. Ich kann schon nicht mehr sprechen, Jonathan. Ich übernehme mal jetzt hier natürlich unfaire Aktionen, die wir sehen, denn sie gehen zu zweit hier in den Ring. Und das ist dann das, wo sie aufgehen, diese beiden. Das ist dann die Überzahl, die sie nutzen. Das Cover folgt, aber Rambo ist bei 1 raus. Wie sieht's mit der Zunge aus, TJ? Kannst du wieder? Mit meiner Zunge sieht's gut aus. Ich weiß nicht, wie es mit der von Abdul Kenan ausschaut, denn der trägt einen Mundschutz. Ich weiß gar nicht, ich glaube nicht mal, dass er sich damit schützen möchte, sondern wahrscheinlich eher seine Gegner davor, dass er wie ein tollwütiger Hund in sie hineinbeißt.
Und er nimmt Rambo hier hoch. Rambo versucht irgendwie zurückzukommen, auch die Fans, die feuern ihn natürlich an, aber das ist gar nicht so einfach, denn diese Überzahl, vielleicht hat er die auch ein bisschen unterschätzt, vielleicht hat er sich selbst da überschätzt. Ich meine, als Präsident, vielleicht wird man da auch etwas überheblich, was seine eigenen Fähigkeiten angeht. Man weiß es nicht. Jonathan, das ist ja Gotteslästerung, was du hier betreibst, so über unseren Präsidenten zu reden. Ja, ich hoffe natürlich, dass er es hier schafft, denn diese Anarchiegruppierung, die kann ich persönlich gar nicht leiden. Anarchie, sie stehen wie keine andere Gruppierung für Chaos und chaotisch wird es jetzt auch hier im Ring. Und er springt auf seinen eigenen Partner. Rambo hier strategisch absolut astrein gearbeitet. Nimmt sich hier seinen Kontrahenten, einen seiner Kontrahenten zum DDT nach oben. Aber was ist denn das jetzt hier schon wieder? Die sind doch eigentlich vom Ring verbannt. Das darf doch nicht sein. Was soll das denn? Und der Ringrichter, der versucht hier natürlich auch seine Entscheidung dann durchzusetzen. Aber was willst du denn machen? Unsportlich, doppelter Tiefschlag. Aber wo ist der Ringrichter? Ja, immer noch ausbeschäftigt. Sie schneiden sich hier selbst ins eigene Bein quasi. Der Low Blow, der hier nichts bringt. Denn der Referee, der ist immer noch mit dem beschäftigt, was außerhalb abgeht. Aber dieser Low Blow, der ist natürlich nicht von einer Minute auf die andere einfach vergessen. Das wird Rambo schon zusetzen, aber er kommt trotzdem wieder raus. Kämpferherz, was Rambo hier beweist. Auch alleine gegen zwei wird er bestimmt niemals aufgeben. Aufgeben und Rambo, das passt nicht zusammen. Nein, das stimmt. Oh! Der doppelte Caribbean Cutter und 1, 2, 3. Rambo verteidigt alleine die Und hier ist Titel. der Sieger und weiterhin German Wrestling Federation Tag Team Champion El Presidente Rambo. Das ist unglaublich. Alleine Rambo hat hier diese Überzahl genutzt und das ist natürlich ein absolut dominantes, ja, eine dominante Vorstellung, die wir hier gesehen haben von Rambo, dem Tag Team Champion. Aber was mit Vincenzo los ist, das muss noch geklärt werden. Hey Icarus, hey, ich freue mich, gegen dich am 11. November zu kämpfen. Es wird ein super Kampf, oder? Das wird eine faire Schlacht zwischen zwei Männern. Zwischen zwei Champions. Hau ich dem die Klostein genau in die Fresse rein, Jungs. Ich glaube, der liegt immer noch da. Der Knockout, Knockout. Oh Mann. Okay, ich erhöhe um 50. Jetzt bin ich mal. Ich bin raus. Was ist los? Was ist los? Komm her. Komm hier. Nee. Ich nehme deine 50 und hau nochmal einen Fuffi drauf. Da kann deine Karten kommen. Und was hast du? Ist gut, aber. Dun, dun, dun. So Jungs, weiter geht's. Wer ist dran? Er mischt. Wer gibt? Du gibst. Hey, nimm dein Kleingeld und verpiss dich. Oh, wie spät? Viel Spaß noch. Ali, ein neuer Spieler ist da. Wer gibt? Immer der neu am Tisch kommt. Okay. Das ist mit Reis, da gehe ich raus. Ja, ist mir auch zu gefährlich. Sagst du? 50. Ich höre auf 100. Ich klapp mit. Weißt du was? Deine 100 gegen meine 150. Ah, viel Geld, hä? Du hast noch nie Geld besessen. Hast du so viel? Okay, Ali. Ich weiß, warum du hier bist. Ich hau mal das Kleingeld in den Pott rein. Dein Bello hinter dir. Er will unbedingt den Four Nations Cup haben. Weißt du was? Den hau ich in den Pott mit rein. Alter,
Den kannst du nicht aufs Spiel setzen. Den kann man nur gewinnen oder verlieren. Und das im Ring und nicht am Pokertisch. Aber oh, was sehe ich denn da? Heb mal die Hand hoch. Heb mal die Hand hoch. Ein Talisman. Komm, leg den doch rein. Will sich gut am Halsband meines Hundes machen. Setz ihn ein. Guck mal, wie viel Geld hier liegt. Nee, Alter. Der ist mehr wert als alles Geld, das du hast, mein Freund. Schau mal auf den Tisch, wie viel Geld hier liegt und überlegst dir nochmal. Das könnte alles dir gehören. Du hast ein gutes Blatt. Heute ist dein Tag. Komm, du weißt, dass ich recht habe und du gewinnst. Okay, Alter. Sieben. Full House. Ein Viererpaar. Schlägt jedes voll aus. Danke. Mein Hund wird sich freuen. Du willst der Allerbeste sein und gehst an dein Limit. Suchst die Grenzen deiner selbst, solange bis du sie findest. Sie sind heilig für dich, wie die Unschuld des Kindes. Setz dir ein Denkmal deiner selbst, bevor du verschwindest. Selbst wenn sie dich jetzt kleinreden, gehörst du zu denen, die ihren Traum leben, für ihr Ziel alles geben. Das hier ist mehr als ein Spiel, es geht ums tägliche Brot. Erreicht, was du schon viel erklingt, die Spitze kämpft dich nach oben. Du wartest, jetzt du durchstehst vor dem großen Event. Hast dein Leben lang trainiert für diesen einen Moment. Willst dein Bestes geben, weil du nie die Leidenschaft schaffen. Nur mit Herzblut und Schweiß, wer den Titel erkämpft, Titel erkämpft. Du wartest, jetzt du durchstehst vor dem großen Event. Hast dein Leben lang trainiert für diesen einen Moment. Willst dein Bestes geben, weil du nie die Leidenschaft schaffen. Nur mit Herzblut und Schweiß, wer den Titel erkämpft, Titel erkämpft.